Heute möchte ich erklären, worum es bei der elektromagnetischen Verträglichkeit, kurz EMV, geht. Wir benutzen täglich eine Vielzahl von elektronischen Geräten, zum Beispiel Smartphones, Laptops, WLAN-Router oder auch moderne Autos. All diese Geräte senden und empfangen elektromagnetische Signale. Damit sie gleichzeitig funktionieren können, ohne sich gegenseitig zu stören, ist die elektromagnetische Verträglichkeit besonders wichtig. Aber was bedeutet EMV eigentlich genau? Elektromagnetische Verträglichkeit beschreibt die Fähigkeit eines Geräts, in seiner elektromagnetischen Umgebung einwandfrei zu funktionieren, ohne dabei selbst andere Geräte unzulässig zu stören. Gleichzeitig muss das Gerät auch unempfindlich gegenüber Störungen von außen sein. Man kann also sagen, Geräte sollen sich gegenseitig nicht beeinflussen und trotzdem zuverlässig arbeiten. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns 3 wichtige Begriffe an. Der erste Begriff ist die sogenannte Störaussendung, auch Emission genannt. Damit sind die elektromagnetischen Signale gemeint, die ein Gerät selbst erzeugt und abgibt. Der zweite Begriff ist die Störfestigkeit oder Immunität. Das beschreibt, wie gut ein Gerät gegen äußere Störungen geschützt ist und ob es trotz dieser Störungen weiterhin korrekt funktioniert. Der dritte wichtige Punkt sind die Kopplungswege. Das sind die Wege, über die Störungen von einem Gerät zum anderen gelangen können. Das kann zum Beispiel über Kabel passieren, also leitungsgebunden, oder auch durch die Luft, also gestrahlt. Solche Störungen begegnen uns auch im Alltag. Vielleicht kennt ihr das Knacken im Radio, wenn ein Handy in der Nähe liegt, oder Probleme mit dem WLAN, wenn viele Geräte gleichzeitig aktiv sind. Auch in Autos können elektronische Systeme sich gegenseitig beeinflussen, wenn die EMV nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Die Ursachen für solche Störungen sind vielfältig. Häufig entstehen sie durch schnelle Schaltvorgänge in elektronischen Bauteilen. Auch eine schlechte Abschirmung oder eine unzureichende Erdung kann zu Problemen führen. Lange oder ungünstig verlegte Kabel wirken zusätzlich wie Antennen und können Störungen aufnehmen oder abstrahlen. Um solche Probleme zu vermeiden, gibt es verschiedene Maßnahmen. Eine wichtige Rolle spielt zum Beispiel die Abschirmung, etwa durch Metallgehäuse, die elektromagnetische Strahlung reduzieren. Außerdem werden Filter eingesetzt, um unerwünschte Signale zu unterdrücken. Eine gute Erdung und eine saubere Masseführung sind ebenfalls entscheidend. Auch beim Design von Leiterplatten achtet man darauf, Leitungen möglichst kurz zu halten und sinnvoll anzuordnen. Da EMV so wichtig ist, gibt es auch entsprechende Normen und Vorschriften. In Europa müssen elektronische Geräte bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor sie auf den Markt kommen dürfen. Sie werden getestet, müssen Grenzwerte einhalten und erhalten dann das sogenannte CE-Kennzeichen. Das zeigt, dass das Gerät den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Besonders wichtig ist EMV in Bereichen, in denen Störungen ernsthafte Folgen haben können. Dazu gehören zum Beispiel die Medizintechnik, etwa bei Herzschrittmachern, die Luftfahrt, die Automobiltechnik und die Kommunikationstechnik. In solchen Bereichen kann eine Störung im schlimmsten Fall gefährlich werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass elektromagnetische Verträglichkeit eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass unsere technische Welt zuverlässig funktioniert. Sie sorgt dafür, dass Geräte sich nicht gegenseitig stören und gleichzeitig sicher betrieben werden können.